Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Tech Room. Mein Name ist Alex und heute haben wir wieder das neueste Spielzeug von DJI dabei. Die neue Mavic Air 2S. Und da ist sie auch schon. Schauen wir mal, was da Geiles so drin ist, ne? Und ob sie hält, was sie verspricht, laut Herstellervideo. Wie immer, schöne, kleine, komfortable Reisetasche. Wir haben hier die Fly More Combo. Erstmal hat sich gefühlt vom Folding-Mechanismus nichts geändert, aber sie sieht von vorne total abgefahren aus. Nicht nur, weil die Kamera größer ist, das alleine ist ja schon sexy, aber sie hat jetzt hier oben noch zwei weitere Abstandssensoren gekriegt, also zwei Kameras. Warum, erzählen wir euch später. Ansonsten haben sie ein bisschen die Props farblich umgestaltet. Aber alles andere ist relativ gleich geblieben. 3S LiPo-Akku mit insgesamt 3500 mAh, somit maximale Flugzeit von bis zu 31 Minuten im gemächlichen Vorwärtsflug bei Windstille natürlich. Ne? Mit dabei wie immer das Ladegerät und in der Fly More Combo das Schöne, der Charging Hub ist dabei. Zwei weitere Akkus sind auch dabei, super Sache. Und altbekannte Fernsteuerung, hier hat sich auch nichts dran geändert. Hier unten findet ihr wie immer die Steuerknüppel zum Reinschrauben. Hier wird dann das Smartphone eingeklemmt und entsprechend mit dem benötigten Kabel, in unserem Fall mit dem Apple Lightning Kabel, dann das Telefon eingeklemmt. Was haben wir noch dabei? Wir haben schöne ND-Filter. Warum ND-Filter oder warum brauchen wir überhaupt hierfür ND-Filter? Weil wir eine Festblende haben von 2,8 und wir dann alles über die Zeit oder ISO regeln müssten und deswegen liefert DJI gleich 4 kleine, schöne, sexy ND-Filter damit, um das Bild einfach abzudunkeln. 4, 8, 16, 32. Persönlich muss ich sagen, 64 würde mir noch fehlen. 128, 256 ist nur nett, wenn wir in die Fotografie denken würden, aber 64 wäre noch klasse. Das heißt, den kauft man sich wahrscheinlich nochmal nach. Aber in einer schönen festen Schatulle, super Sache. Ansonsten habt ihr noch jede Menge weitere Propeller. Ihr kennt aus den vorangegangenen Modellen auch noch den Akku USB-Ladehub, das heißt, wenn man sein Smartphone nochmal aufladen möchte und man hat noch 20% Rest nach einem Flug in einem Akku, kann man darüber sein Telefon auch wieder aufladen. Das war es im Prinzip zum Unboxing. Was macht jetzt die Drohne so besonders? Zum einen hatte ich es ja eingangs gesagt, die beiden Stereokameras, jetzt mit einem 45-Grad-Winkel, sogar noch mehr, ich würde jetzt mal sagen 50, 55, vielleicht 60 Grad nach oben gerichteten Winkel. Warum hat DJI das erstmals in dieser Drohne gemacht? Wenn wir ja im Positioning-Modus fliegen, haben wir einen begrenzten Neigungswinkel. Da reichte das immer noch, dass die normalen Abstandssensoren nach vorne hin alle Hindernisse erkennen. Im Sportmodus, wenn wir aber den vollen Neigungswinkel haben, war das nie der Fall. Dann haben die Sensoren sich immer ausgeschaltet. Und hier haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, auch bei voll ausgereizter Geschwindigkeit Abstände und Hindernisse zu erkennen. Und das nicht genug. DJI hat gleichzeitig in dem Zuge die Dynamik der Hinderniserkennung und des automatischen Ausweichen mit wenig Geschwindigkeitsverlust verbessert. Das ganze System nennt sich ja APAS bei DJI, Advanced Pilot Assistance System. Das unterstützt euch bei eurem Fliegen in, bewaldeten Gebiet, im urbanen Gebiet. Also eine super Sache. Was fällt sonst auf? Wir haben eine extrem große Kamera da vorne drin. Wir kennen sie ja sonst nur aus der Mavic 2 Pro mit dem Hasselblad-Sensor. Jetzt haben wir einen 1 Zoll Sensor auch in einer Mavic Air 2S. Und warum ist das so besonders? Die Drohne ist extrem klein, sie ist extrem leicht. Wir haben gerade mal 595 Gramm Abfluggewicht. Fragt mich jetzt nicht hier wegen der EU-Drohnenverordnung und C1-Kategorisierung. Ist erstmal völlig uninteressant, weil nach wie vor noch keine Drohnen klassifiziert sind. Also das kurz am Rande. Haben einen 20 Megapixel Sensor noch
und können, und das ist erstmalig super genial, in so einer kleinen Drohne bis zu 5,4K mit 30 Frames per Second aufnehmen. In 4K haben wir nach wie vor bis zu 60 und in Full HD bis zu 120 Frames. Für echt coole Stunt- und Slow-Motion-Aufnahmen, gerade im Sport. Sieht ähnlich aus wie der Vorgänger, außer eben, dass sie sich vorne unterscheidet. Was hat sich sonst noch verbessert? Die Videoübertragung läuft jetzt mit dem neuen OcuSync 3. Die Fernsteuerung ist nach wie vor noch OcuSync 2 und ist auch kompatibel mit der Smart Remote. Das heißt, wenn man nicht unbedingt sein Smartphone nutzen möchte, sondern es das gewöhnt ist, einfach damit auch nebenbei beim Fliegen zu telefonieren, dann ist für euch die Smart Remote mit dem integrierten Monitor das Richtige. Außerdem hat man meistens bei Sonneneinstrahlung auch kein Problem mit der Helligkeit. Dann hat sich noch ein bisschen softwareseitig was geändert. Sie haben aus den Quickshots sogenannte Mastershots gemacht und haben dort die ganze Performance der Drohne auch weiter optimiert. Die ganzen Algorithmen sind wesentlich schneller. Wir haben schon das Active Track jetzt 4.0 mittlerweile getestet. Die Drohne beißt sich regelrecht an der Person fest. Es ist schon der Hammer, wie verbissen sie hinter einer Person, die rennt um Autos, um Bäume herum, ums Haus, da dran bleibt. Selbst wenn die Person kurzzeitig verloren ist, weil der Mensch ist schnell unter der Drohne durchgerannt, dann kann die Kamera ja nicht weiter als die 90 Grad nach unten. Die Drohne dreht blitzschnell um, schwenkt wieder nach oben und wenn die Person dann noch erkenntlich ist, springt sie direkt wieder aufs Tracking und fliegt hinterher. Also phänomenal, was da alles passiert ist. Was haben wir noch erstmals in der kleinen Drohne mit drin? Steht hier vorne drauf. Wir haben das ADS-B Receiver da drin, also ein Empfänger für das ADS-B-Signal. Warum ADS-B? Damit können wir einen Großteil der manntragenden Fliegerei sehen in der Luft und werden gewarnt, wenn sich etwas in unserem Gebiet, wo wir fliegen, annähert. Denn wir als Drohnenpiloten müssen immer mit unbemannten Luftfahrtsystemen dem Bemannten ausweichen. Bei DJI nennt sich das AirSense, ist schön verpackt und sehr, sehr komfortabel, gerade im städtischen Gebiet in der Nähe von internationalen Flughäfen. Aufgrund des größeren Sensors mit 1 Zoll im Gegensatz zu 2/3 Zoll haben wir auch viel mehr Licht, was auf den Sensor fallen kann. Das heißt, es ist ideal, diese Drohne jetzt auch in der goldenen Stunde oder auch in der blauen Stunde am Abend oder eben früh morgen im Sonnenaufgang, vor Sonnenaufgang zu fliegen. Im urbanen städtischen Gebiet super genial für auch Hyperlapse-Aufnahmen oder so oder auch gerade in den Sonnenuntergang. Jetzt ist endlich mehr Fleisch da aus der Kamera, um noch wesentlich mehr Qualität und Details in dunklen Aufnahmen rauszuholen. Was ist sonst noch besonders an der Kamera? Sie nimmt jetzt mit bis zu 150 Mbit Datenrate auf, was auch schon enorm ist in diesen kleinen Drohnen und ist mit 10 Bit Aufnahmen wunderbar ausgestattet und ideal für die jungen, aufstrebenden Filmemacher. Fotos werden mit fast 13 Bit RAW aufgezeichnet in JPEG und DNG RAW. Also auch da ist viel Spielraum. Schöne Panoramafunktion, ob eine Sphäre, 180 Grad, vertikal, horizontal, alles ist möglich. Also der ideale Begleiter im Urlaub, nicht nur für Sportler, eigentlich für jedermann, weil viel Sicherheit in der Drohne und viel, was den Spieltrieb in den Piloten wecken kann einfach. Sonst aus unserer Erfahrung, das Tracking ist wie gesagt extrem cool, extrem super, noch besser geworden, ob beim Biken im Wald oder auch Downhill fahren, beim Rudern, mit dem Auto unterwegs, auf den Landschaftsstraßen. Echt schön. Das Flugverhalten hat sich nochmal enorm verbessert. Also die 20 Gramm Mehrgewicht zum Vorgängermodell sind nicht zu spüren. Sie ist extrem agil, sie kann aber auch sehr präzise wieder geflogen werden. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mir persönlich liegt und ich mag die Agilität in dieser Drohne, weil für mich eben die Action, mit der im Vordergrund steht, das tut einem nicht ganz so weh, wenn man die dann doch mal versenkt hat oder so, weil der Abstand dann doch
zu gering war zu einem Baum beispielsweise. Aber das macht das gerade eben aus. Sie ist sportlich agil und das war auch der Ansatz bei DJI, etwas ganz Neues wieder rauszubringen auf dem Markt, was viel Dynamik in allen Bereichen mitbringt. Und wir gehen jetzt noch weiter spielen. Das war es auch schon wieder aus dem Tech Room. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Folgt uns doch, denkt an die Glocke, gebt auch mal ein Gefällt mir. Und wir sehen uns dann mit weiteren schönen Details auf Instagram, Facebook und Co. Bis zum nächsten Mal.